Ich hatte das Glück, erst das Schauspiel von Shakespeare in Berlin und dann die Oper zu machen. Und das ist für mich natürlich eine Riesenerfahrung. Es sind verschiedene Medien, aber die Figuren sind natürlich von Shakespeare erfunden. Und das ist das Großartige, dass ich das vom Schauspiel in die Oper übertragen konnte. Ich würde sagen, es gibt 3 Hauptrollen in Shakespeares und in Verdis Macbeth. Das ist Macbeth natürlich, Lady Macbeth und das sind die Hexen. Durch die Prophezeiung treiben sie das ganze Geschehen an und haben wahrscheinlich eine sehr hybride Lust daran zu sehen, wie wir Menschen daran scheitern und zugrunde gehen. Der Grundgedanke an diesem Raum war eigentlich der Hexenkessel, dass man ein Gefühl bekommt, wenn man in die Savanne hineinrutscht, wird es schwierig sein, aus diesem Sumpf wieder herauszukommen. Dieses Gefangensein von Menschen in ihrer eigenen Verstrickung, in ihrer selbstgewählten oder prophezeiten Verstrickung. Die Musik treibt nach vorne und das ist von absoluter Bedeutung, weil ich glaube, hätten die Protagonisten etwas mehr Zeit, die Vernunft einzuschalten, würde diese Katastrophe wahrscheinlich nicht passieren. Es ist ein Paar, ich würde sagen, sie lieben sich, aber man wird es nicht spüren. Schon gar nicht in Verdis Oper. Es gibt kein einziges Liebesduett. Das ist schon erstaunlich. Es ist eine symbiotische, aber eben auch toxische Beziehung. Und was sie ausmacht, ist ein unglaublicher Machtinstinkt. Aber sie stellen sich eine wichtige Frage nicht. Was machen wir, wenn wir die Macht besitzen? Man könnte ja wunderbare Dinge tun, aber sie wissen gar nichts. Ihr einziges Ziel ist die Krone. Sie beginnen, an die Macht zu kommen mit den unlautersten Mitteln, mit Mord und Totschlag. Und das hört dann zwangsläufig nicht auf. Um die Macht zu erhalten, wird man immer weiter töten. Und das führt letztendlich in die absolute Tragödie dieser beiden Figuren, weil das menschlich für sie selbst nicht aushaltbar ist. Irgendwann kommen die Albträume, irgendwann kommt das Gewissen, irgendwann wird man wahnsinnig. Und das passiert diesen beiden Menschen. Und das macht es, wie ich finde, auch so zeitgenössisch.